31. August. Wir sind am Stand von Phoenix und eine ganz große Neuerung. Ja, gibt es sowohl im vollintegrierten als auch im teilintegrierten Bereich. MAN, ein richtiges LKW-Chassis, ist unter einem 7,5 Tonner. Den kann man natürlich auch mit mehr Tonnage bestellen. Aber die Herausforderung ist natürlich, unter 7,5 Tonnen zu bleiben. Ich grüße dich, Wolfgang. Hallo. Da ist eine ganz neue Möbelfarbe auch drin, aber auch das Fahrzeug, was drunter ist, unglaublich gefragt, oder? Ja, ist derzeit schwer im Kommen wieder, weil der MAN in 2020 ganz neu von MAN herausgegeben wurde. Und seitdem schnellen die Zahlen in die Höhe mit dem MAN-Chassis. Ja, es geht ja darum, dass das Grundgewicht des Chassis schon mal recht so gering ist, dass ihr mit euren Aufbauten die 7,5 Tonnen nicht reißt. Da kann man jetzt nicht mega viel zuladen, aber ganz vielen Leuten langt das, oder? Ja, es wird natürlich bis ans Limit ausgereizt, aber wir schaffen es noch mit 7,5 Tonnen. Wenn es darauf ankommen muss und es soll unter 7,5 bleiben, kann man auch noch gewisse Gewichte einsparen durch eine Zwei-Personen-Zulassung, durch kleinere oder geringere Wassertankmengen. Also es gibt Möglichkeiten und diese Möglichkeiten werden auch genutzt. Ja, ihr kommt aus Franken, das kann man sagen. Also es gibt ja ein Nest, da sind ganz viele Hersteller und ihr macht das schon wirklich sehr lange. Wie lange macht ihr das? Seit über 20 Jahren. 20 Jahre. Wenn man sieht hier, der Aufbau von außen, ist das ja nicht zu sehen, dass ein MAN drin ist, oder? Nee, sieht man nicht, genau. Am Alkoven ist es erkenntlich, beim Liner sieht man es nicht. So, man kann es vielleicht, die Profis wissen es, erkennen an der Größe der Reifen, denn üblicherweise Iveco Daily, der hat, ich sag mal, die Transporterreifen drauf. Hier hat man viel größere Reifen. Genau, der Daily hat eine 16 Zoll Bereifung, der MAN als TGL hat eine 17,5 Zoll Bereifung und als TGM eine 19,5 Zoll Bereifung. Sehr auffällig. Ja, oft wird das bemängelt, so die kleinen Räder, die da dran sind von der Optik her. Das ist hier schon mal anders. Er hat wahrscheinlich auch eine ordentliche Motorbremse, nehme ich an, die mit dabei ist. Selbstverständlich. Luftdruck, nehme ich an. Eine Auspuffklappenbremse, ne? Auspuffklappenbremse. Genau, das ist im LKW Standard und natürlich auch Luftdruckbremse, also Luftdruckbremsanlage. Genau, das heißt richtig wie beim, ist ein LKW. Es ist ein LKW-Chassis, ne? Unterscheidet sich vom Daily dadurch, der Daily ist ein Lieferwagen-Chassis und der MAN ist ein reines, echtes LKW-Chassis. Genau, das ist meistens Nahverkehr, kann man das sagen, so im Einsatz? Verteilerverkehr, sagen wir mal so. Verteilerverkehr. Hast du das verstanden, Shenandoah? Jein. Also, du musst dir vorstellen, es gibt Fahrzeuge, die da drunter sind. Das sind so Basisfahrzeuge. Das eine sind so, ich sag mal so UPS-Autos, ja, die so rumfahren, Paketdienste und so. Das ist der Iveco Daily. Und der MAN, das ist schon ein richtiger, ich sag mal, LKW. Ja, da sind wir im LKW-Bereich, ja. Genau, der Hauptunterschied ist, beide haben Heckantrieb. Beide haben Heckantrieb, beide haben eine Zwillingsbereifung. Der Unterschied ist, der Iveco Daily geht auch bis 7,5 Tonnen, ist damit am oberen Rand seiner Möglichkeiten. Der MAN geht ab 7,5 Tonnen und der ist dann wirklich noch am unteren Rand seiner Möglichkeiten. Also größer geht immer. Okay, das heißt, Bremsen sind viel stärker ausgelegt, alles ist viel stärker. Das ist so ein bisschen das Problem, was auch viele haben, die zum Beispiel auch Sprinter bauen und dann auf 5,5 Tonnen gehen. Da ist er am Ende, oder? Da ist er am Ende, ja. Das ist dann ausgereizt. Sehr schön. Ja, die meisten Phoenix fahren noch. Das kann man mit Fug und Recht behaupten, oder? Ja, ist korrekt. So, wenn man das Ganze sieht, das Fahrzeug hat einen Zwischenboden, das ist was ganz Besonderes. Hat wahrscheinlich auch eine alte Heizung drin? Alte Heizung drin, ja. So, und hier sieht man schön Tanks, nehme ich an. Diskret, sehr schön zu sehen, eine Verrohrung wie zu Hause. Ja, ist in Haushaltsqualität. Schauen wir uns mal die Elektroinstallation an. Gerne. Links, halt die vorne, Moment. Sehr gerne. Ich halte die Stufe. Die Trittstufe fahren wir mal ein kleines bisschen weg. Messebetrieb. Ja, da ist jetzt der Außenanschluss für die Elektroversorgung, wird von unten zugeführt, dass außen kein Loch in der Wand ist. Die Seitenwände, die sind Alu. Seitenwände sind Alu, PU, Alu. Wir haben immer eine 40 mm PU-Isolierung. Und das heißt also fast ein Passivhaus, oder? Drin. Ja, kann man so sagen. Auf hohem Niveau. Hinten habt ihr Airline-Schienen drin. Ist das hier Serie mit den Airline-Schienen und den Stempeln? Airline-Schienen sind Option. So. Ein tolles System. Man kann zum Beispiel das als Fahrradträger verwenden. Ja, wird gern genommen. Ist ein ganz praktisches und einfach zu bedienendes System. Und dann bräuchte ich, also ich könnte hier das Fahrrad reinfahren, mache das an 2 Stellen fest. Und wie du siehst, du kannst hier komplett festmachen, wo du willst. Also du kannst reingehen als Kofferraum, der ist riesig im Vergleich zu vielen anderen und auch die Aufbauhöhe. Was haben wir hier für eine Höhe bei dem Fahrzeug?
Circa 3,60 Meter. 3,60 Meter. Länge vom Fahrzeug? Der ist jetzt 9,5 Meter lang. 9,5 Meter auf MAN. Das heißt also, das ist ja eine Herausforderung, da noch, ich sag mal, Leichtbau pur, oder? Ja, ja. Okay, sehr schön. Ja, wir schauen mal kurz hinten drauf. Phoenix, man sieht sie nicht so oft, muss man fairerweise sagen, genauso wie viele große Liner. Ihr baut ungefähr wie viele Fahrzeuge im Jahr? Circa 120. 120, also eine kleine, feine Manufaktur, kann man das sagen? Ja, ja. Und ihr baut Fahrzeuge aller Größen? Wir bauen von 5,5 Tonnen bis 15 Tonnen. Bis 15 Tonnen, also ungefähr der mittlere Bereich, der da ist. Genau, die ganz großen bauen wir nicht auf 22,5 Zoll Chassis, sondern bei uns ist bei 15 Tonnen Schluss. Als ihr den rausgebracht habt, das war wahrscheinlich ein Riesending. Die Leute haben drauf gewartet, oder? MAN drunter? Gut, MAN bauen wir seit circa 20 Jahren. Ne? Aber der neue TGL, den hatten wir letztes Jahr um die gleiche Zeit als Testfahrzeug von MAN zur Verfügung. Und da war es ein Kofferaufbau, also ein ganz stinknormaler MAN-LKW. Und das hier sind jetzt die ersten Reisemobile. Die ihr gemacht habt, ja. Ich gucke das mal ganz kurz, dass wir das sehen. Da ist der Phoenix Topliner 8900 BMMB. Und das sind die technischen Daten, 9,5 Meter, 2,45 Meter Breite, also schon 5 cm breiter wie der Durchschnitt, 3,48 Meter Höhe, in relativ kompakter Radstand, das heißt hinten auch nicht, ja, absolut. Und Änderung der Geschwindigkeit, das heißt, er darf ja 100 fahren, das ist auch ein großes Ding. In Frankreich sogar 110. Ja, genau, ist erlaubt. Und damit man zügig überholen kann, darf der auch bis 120 bei Bedarf. So, also für kurzzeitig mal ganz kurz, wenn die Messstrecke nicht ausreicht. Ja. So, ich zeig's mal gerade. Ja, Tiberino Nuss. Helle Farben sind ja schwer im Trend und ihr habt jetzt hier neue Farben. Vielleicht noch ganz kurz zur Maske vorne. Ihr habt eine sehr, sehr tolle Busmaske. Damit seid ihr unglaublich außergewöhnlich. Ja, viele sind ja, ich sag mal, unterwegs. Das muss dann immer so aussehen wie so ein PKW, aber ihr habt euch praktisch den Omnibus als Vorbild genommen. Kann man das sagen? Ja gut, die Maske ist Phoenix Design. Ja. Die ist auch noch sehr, sehr neu. Vor 2 Jahren ist diese Maske entwickelt worden und auf alle möglichen Größen adaptiert. Ist also das ganz hochaktuelle Phoenix-Gesicht. Sehr schön. Ja, gehen wir am besten mal rein, schauen uns das Ganze mal an. Große Busspiegel sind dran. Silber. Noch die Besonderheit bei der Maske ist, dass alle Assistenzsysteme, die der Chassishersteller zur Verfügung stellt, werden auch bei den Integrierten angeboten. Also sprich Abstandsregel, Tempomat, Spurhalteassistent. Aktiv. Nee, gibt es nicht beim LKW. Okay, das ist eine Warnung, passive. Oder? Ja, genau. Ja, ich weiß noch, beim Daily, da greift er schon mal ein, aber ja, das ist noch passiv. Ne? Okay. Aber das, was vom Chassishersteller da ist... Notbremsassistent? Ja, ist dabei. Genau, ja. Super. Sag mal, eine ganz kurze Frage. Regensensor, habt ihr sowas? Ja, ist dabei. Den Regensensor? Ja, ja. Oh, wie fein. Das, ja, es gibt auch zu diesen Fahrsicherheitsgeschichten. Es gibt beim Daily keinen Regensensor. Das ist wirklich, du hast ein Auto dann für x 1000 Euro und der Scheibenwischer, den musst du manuell betätigen. Ja, das ist PKW gewohnt. Ne? Ja, so ist es. Ja, dann vielen Dank. Aha. Gehen wir mal rein. Ja. Da ist, wenn du mir auch mal folgst, bitte Wolfgang. Okay. Stufen, normalerweise unten hat man 3 Trittstufen im Jahr. 2. 3, 4, 5. Hier ist noch ein kleines Fach, oder? Hier drin? Seitlich, nee. Rechts an der Seite ist noch. Rechts an der Seite ist ein Schuhfach. Guck mal hier, Schönandor, hier. Ach, hier. Da war nichts. Da war nur der Phoenix, der war silber. So. Ein kleines Schuhfach mit drin. Man ist hier recht hoch. Die Stehhöhe im Innenraum? Die ist bei dem Auto 2 Meter. Ja. Optional können wir bis 2,13 anbieten. 2,13. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Hubstützenanlage von EP ist hier schon mit drin. Dann hier ein Schacht, ein Alphatronics. Aber auch da gibt es gibt wahrscheinlich verschiedene Grundrisse bei euch. Jawohl. Eine Basitzgruppe habt ihr auch? Haben wir auch, ist im Auto nebenan. Also was mir gleich auffällt, ist das Hubbett relativ schmal. Also es baut nicht so auf wie bei vielen anderen. Das sieht ja nur so aus. Das Hubbett ist 1,20 breit und kann auf 1,40 ausgezogen werden. Ja, ich dachte jetzt von der Höhe hier, von der Aufbauhöhe. Ach, von der Aufbauhöhe, ja, okay. Das ist ein bisschen schmaler, weil normalerweise hatte ich das gesehen. Ja, ja. So, vorne, ihr habt das, oh wie stark, ihr habt das Original-Cockpit, habt ihr behalten. Ja, das ist bei uns eigentlich ein echtes Highlight. Wir bleiben immer im Original. Der Umbau beim MAN wird auch direkt bei MAN erledigt. Das heißt, wir bleiben im Original MAN-Bereich und haben natürlich alle MAN-Features, die MAN anbietet, auch zur Verfügung hier.
Sehr schön. Was hat er denn jetzt hier eine maximale Traglast üblicherweise, wenn er nicht abgelastet ist? Oder ist das hier jetzt ein 7,5 Tonner? Es ist immer ein 8,8 Tonner, abgelastet auf 7,5. Das heißt, wenn der Kunde merkt, Mensch, ich habe doch ein bisschen zu viel Zubehör gewählt, dann kann er auf 8,8 auflasten. Oh, das braucht er halt einen C-Führerschein für. Den kann er ja machen. Das ist ja problemlos zu machen heute. Ferienfahrschule, 2 Wochen ein bisschen lernen. Die meisten sind motiviert, die schaffen das. Ja, es ist auch schon mehrmals praktiziert worden, also es funktioniert tatsächlich, dass man innerhalb von 2 Wochen den Zweierführerschein macht. Ja, wenn man jetzt mal hier kurz reingeht, also ein Fahrzeug ist ein richtiger LKW, ca. 500 Kilo Zuladung jetzt hier drin. Möbelbau, ihr macht alles selber? Ja, wird selbst gebaut. So, hier vorne eine Truma Aventa ist auch schon drin. Das heißt, ihr habt mal nichts gespart. Das Fahrzeug steht auf Lithium hier. Lithium? Der hat Lithiumbatterien drin, genau. Bieten wir bis zu 900 Ampere Lithium im Fahrzeug an, mit Wechselrichter, mit zusätzlichen Steckdosen. Dann, wenn Lithium verbaut ist, kann man auch auf die Ceran-Kochfelder, auf die, wie heißen die wieder, diese tollen Kochtöpfe? Induktionskochfelder gehen, genau. So, hier ist sogar ein Kombi-Kochfeld drin. Das heißt Gas und Induktion für die schnelle Küche. Ihr habt auf Kissmann gesetzt. Ist nicht gerade billig, aber funktioniert hervorragend. So ist es, genau. Ja. Kissmann ist ein sehr bewährtes Produkt. So, auch die Küche Korean. Nein, das ist nicht Korean. Nicht Korean? Was ist es? Das ist Mineralgranit. Das ist ein echter Kunststein. Das merkst du, wenn du jetzt mal diese Abdeckplatte hochhebst. Ja, die wiegt was. Das ist was Gescheites. Okay. Der Vorteil ist wahrscheinlich, ihr könnt es auf euren CNC-Maschinen bearbeiten, oder? Nee, die Arbeitsplatten nicht. Okay. Aber den Möbelbau machen wir bei uns im Haus. Also wir haben CNC-Maschinen, Säge und Kantenleimmaschine. Das können wir bei uns. So, 3 Scharniere natürlich drin. Was sollte man auch sparen? Es soll ja nicht klappern oder irgendwas. Die ziehen sich automatisch zu. Das heißt, ganz wichtig ist ja den Leuten klappern. Luftfahrwerk ist hier eingebaut bei dem Fahrzeug? Hinterachsluftfederung. Hinterachs. Ja. Genau. Ist aber, Luftfeder geht nicht beim MAN. ist aber gar nicht bei diesen großen LKWs gar nicht so wichtig, habe ich gemerkt. Außerdem habe ich gemerkt, ihr habt Luxusfahrhaus-Schwingsitze vorne drin. Immer. Luftgefedert. Genau, in Serie. Und die Vorderachsluftfeder gibt es dann beim TGM, also eine Nummer größer ist die Vorderachsluftfeder auch möglich. Beim TGL gibt es die nicht, aber ist auch gar nicht unbedingt notwendig. Ja, also am besten mal fahren, sage ich immer. Ja, das ist genau, so der. Ausprobieren. Denn ihr habt nämlich in der Nähe von Aschbach eine ganz tolle Rüttelstrecke. Du kennst sie ja, die sind richtig schlimm und da kann man da auch schon mal Möbel aufbauen, sowas testen. Ja. Oder? Ein Phoenix soll nicht klappern und soll keine Geräusche verbreiten. Wenn wirklich mal der Fall ist, dann wird nachjustiert. So, das ist ja auch so, wenn überhaupt irgendwas passiert, ist die Justage am Anfang. Das ist ganz wichtig, dass die Kunden auch da bleiben, wirklich mal ausprobieren, nicht gleich die ganz große Reise machen, oder? Es kann immer mal irgendwas sein, oder? Ich empfehle immer, wenn jemand ein neues Auto beim Händler übernimmt, dass er sich mal ein Wochenende Zeit nimmt, irgendwo mit Kurzstrecke irgendwo hinfährt und wirklich alles ausprobiert. Mal seinen Wechselrichter einschaltet, die Heizung probiert, mal duscht und mal kocht, damit er sieht, jawohl, es geht alles und dann kann es auf die große Reise gehen. Die helle Holzfarbe ist sehr angenehm. Also das macht das Auto viel größer, habe ich das Gefühl, oder? Es ist nicht so drückend. Ja, ist ein schöner Gegenpol zu der dunklen Steineiche. So, du bist fast 1,80 Meter groß. Genau. Stehhöhe ist da. Da ist jetzt zwar die Kleiderstange noch mit drin. Stange kann man rausnehmen. Genau. Kannst du rausnehmen. Aber man hat Stehhöhe über 2 Meter, oder? In dem Auto haben wir 2 Meter, im Auto nebenan haben wir 2,13 Meter. Ich hatte vorhin einen Kunden, der ist 2,2 Meter groß. Der war in dem 2,13 Meter Auto drin und hat sich da drin sehr wohl gefühlt, auch in der Dusche. Ihr habt unglaublich viele Fahrzeuge hier. Habt ihr die auch in der Ausstellung in Aschbach? Nein, wir haben keine Ausstellung in Aschbach. Keine Ausstellung. Das heißt, ihr nutzt die Messen dann, oder? Die Messen, ja, und die Händler müssen die Ausstellungsfahrzeuge vorhalten. Sehr schön. Sehr schön dekoriert, das Bett auch. Ja, das ist halt hier die Messe. Und man will ja auch zeigen, wie das so schön aussieht. Das ist so. Ja, die Phoenix-Kunden, die einmal Phoenix hatten, kaufen gerne wieder Phoenix. Ich habe Phoenixe gefilmt, Ja. Anfang der 2000er. Die Leute, also man kann hier innen renovieren, man kann machen. Also die sind wirklich sehr, sehr robust gebaut. Ja. Ja, also wir haben ein sehr solides Fahrzeug. Das hat dazu geführt, dass die ersten Alkoven auf den alten Iveco Dailies auch umgesetzt wurden auf ein neues Chassis. Wir verkaufen natürlich lieber neue Autos als neue Chassis, aber es funktioniert.
Ihr habt die umgesetzt? Umgesetzt, ja, die haben die Kabine wirklich auf ein neues Chassis umgesetzt. Das kenne ich ja nur vom Bimobil. Das ist am besten raus. Okay, das kann man ruhig drin lassen, das ist ja nicht schlimm. Also man muss auch fairerweise dazu sagen, ihr baut ja 100 Stück, ja. Und das heißt, ihr seid ja jetzt nicht der Riesenhersteller. Ja. Und die Wartezeit auf den Phoenix, wie lange muss man Circa warten? ein Jahr. Ein Jahr. Ich weiß, das Warten lohnt sich. Ja, ich weiß sogar, dass einer der Geschäftsführer von einem ganz großen Reisemobilhändler, sein persönliches Fahrzeug ist so auch ein Phoenix, ja. Hat er sich jetzt gewählt. Und er hätte alle wählen können, er hat aber einen Phoenix genommen. Ja. So ist es. Ja, der hat sich ein ganz spezielles Auto bauen lassen. Das wurde nach seinen Wünschen konfiguriert und der Grund ist nach seinen Wünschen gestaltet. Und ich glaube, der war jetzt vor kurzem damit im Urlaub. Ja, in der Nähe von München. Wir wissen, von wem wir reden. Ja. Gut, mehr brauchen wir nicht zu verraten. Also ihr habt wirklich große Händler, die da sind. Das Händlernetz ist groß bei Phoenix? In Deutschland 10 Händler. Gut, passt doch. Also überall einer. In den wichtigen Regionen, in den wichtigen Zentren sind wir vertreten. Ja. In der Nähe von Frankfurt, was habt ihr da? Da ist die Firma Reimer in Egelsbach und in Gießen die Firma MP Reisemobile Hessen. So, hinten hat man noch 2 Schränke. Interessant ist, ihr habt hier im Prinzip eine Mischung gewählt aus einem Queensbett und einem Längsbett. Wenn du mir das mal ganz kurz... Oh ja, mach mal zu. Das ist auch cool. Ja, das gefällt dir, oder? Ja, die gegenläufige Schiebetür bietet halt viel Raum nach hinten, wenn die offen ist. Ne? Und wenn sie geschlossen ist, dann kann man sich schön von der Badezimmerseite aus betrachten. Wenn du mal ganz kurz hinten mal so einen Kleiderschrank aufmachst an der Seite, sei mal so nett, dass wir mal reingucken können. Das hier ist im Prinzip eine Ablage, so eine Art Nachtschimmerschrank, wo man irgendwas hinlegen kann und rübergehen kann. Große, viele Schränke. Also man hat natürlich zusätzliche Kleiderschränke, das ist der Vorteil dann, also an der Seite. Das ist ja das, was man hat. Dann gut, die alte bietet dann die Möglichkeit, das anzuschließen. Habt eine Festtanktoilette, das Volumen von der? Ja, 115 oder 230. Wasser, was ist hier an Bord? Der hat an Bord 460 Liter Frischwasser. Oder sind es 345? Irgendwas. Je nach Konfiguration, je nach Ich gucke nach. Also es ist ja so, wenn man mehr mitnimmt, heißt ja auch wieder Gewicht und so weiter. Hier muss man achten. Also hier kann man auch jetzt nicht alles einladen. Das ist, das heißt, man muss ein bisschen rechnen. Man muss sehr ehrlich sein, am besten nimmt man ein Blatt Papier, schreibt die Gewichte alle auf und sagt, das will ich, das muss ich haben. Und danach richtet sich das Gewicht vom Fahrzeug. Wenn ihr jetzt die Beratung macht und jemand sagt, 7,5 Tonnen hat ja auch Vorteile, ich kann schneller fahren, also zumindest mal in Deutschland. Ich habe nicht so viele Beschränkungen. Es gibt ja doch einige Beschränkungen, Durchfahrten, die für 7,5 Tonnen gesperrt sind. Gibt es wenige? Das macht sich in der Praxis überhaupt nicht bemerkbar. Gar nicht. Es gibt schon Beschränkungen, aber die habe ich bei 3,5 Tonnen, die habe ich bei 7,5 Tonnen. Und im täglichen Gebrauch in Deutschland ist es ehrlich gesagt wurscht, ob es 7,5 oder 10 Tonnen sind. Oder 8,8. Ja, man fährt mit 90 auf der Autobahn oder mit 100 und niemanden stört's. Also das stimmt, ja. 87 fahren ja alle laut Tacho. Ja. Das ist so der... Bloß die Holländer sind schneller, ne? Die sind schneller. Hier vorne ist noch ein Schrank. Da ist ein Kleiderschrank, genau. Zeig mal bitte. Das wäre jetzt zum Beispiel für Jacken und so. Genau. Ihr habt eine schöne Technik, die habe ich immer gerne gefilmt. Ja. Unten. Im Freistaat war ich dann immer und habe die Fahrzeuge geschaut. Ja. Das ist so und das Ganze diskret, also noch mit normalen Bauteilen. Die habt ihr selber entwickelt, Platinen? Nee, das sind keine eigenentwickelten, sondern die sind mit Victron, Votronic zusammen entwickelt und funktionieren schon ewig. Ja, ist sehr, sehr ausfallsicher, sehr stabil. Ja, das ist Profitechnik. Kenne ich sogar aus dem 4x4 Fernreisemobilen. Ja. Da ist Votronic stark im Einsatz. Wenn es funktionieren soll, Solar habt ihr natürlich auf dem Dach drauf. Satellitenantenne, Super B. Ganz tolle Batteriehersteller. Ja. Das sind alles namhafte Hersteller. So, was habt ihr hier noch drunter für 2 Dosen? Steckdosen? Eine ist eine USB-Dose zum Handyladen. Ja. Das andere ist der Hauptschalter vom Kühlschrank. Okay, auch den kann man abmachen. Kompressorkühlschrank. Ja. Der ist sehr sparsam, oder? Gut, er braucht seinen Strom, aber wenn das Bier kalt werden soll, dann muss da ein bisschen Strom bei. So, kommen wir mal zum Cockpit. Wenn du mal gerade so lieb bist, dich mal auf den Fahrersitz setzt. Sei mal gerade so lieb, Wolfgang. Soll ich mal einen Schlüssel holen, dass ja. Das digitale Cockpit... Och bitte, mach das mal bitte. Ich filme dich derweil mal ganz kurz. Ist das schön hier? Wunderschön. Das ist so ein niedliches Hotel und diese warmen Farben. Das ist richtig, das Bad und alles sehr elegant auch und so gemütlich. Ich finde auch kein richtiges Wort dafür, aber ich finde es wirklich wie so ein bestimmtes Hotel, was ich gerade im Kopf habe. Ja, du sitzt tatsächlich auf einem LKW. Also hier ist ein richtiger LKW drunter, kein Lieferwagen.
Und hier vorne siehst du auch das Cockpit, LKW-Cockpit, was da ist. Da holt man gerade einen Schlüssel. Digitales Cockpit ist mit drin. Die Assistenzsysteme, also wie im Auto, das automatisch lenkt. Das ist auch schön. Ich mag Phoenix-Reisen generell. Ja, Dass sie sowas Schönes machen mit. genau, wenn du mal kurz da hochhebst, dass wir mal den Boden sehen können, was da drunter ist, unter dem Teppich. Mhm. Das ist ja nur so ein Abdeckteppich, der drauf ist. Und das ist so eine Schiffsboden. Da ist wahrscheinlich eine Revisionsklappe. Okay. Du Spielkind, hast du wieder was gefunden? Wassertanks. So, wir haben mal kurz geschaut. Das heißt, die hat entsprechende Revisionsklappen an wichtigen Stellen. Genau, damit man an die Tanks hinkommt. Ist auch ungewöhnlich in der Klasse. Viele machen das nicht. Ja, ist wahr. Ist wahr. Gibt also bei vielen Fahrzeugen keine Revisionsklappen. Gut, da sagt man, die Tanks halten ewig, wird nie was passieren. Das ist auch korrekt. Ja, die Tanks halten ewig. Also ich kenne keinen Phoenix, bei dem ein Tank defekt ist. So, dann komm. Ich setze mich mal hier hin. Oh, ist das schön mit den Komfort-Schwingsitzen, die man hat. Das ist Serie bei dem Fahrzeug? Selbstverständlich. Selbstverständlich, sagt er. Bling. Lion. So, alles digital jetzt, wie bei Mercedes-Benz. Digitales Cockpit. Gut, dem fehlt jetzt ein bisschen Luft, müsste man den Motor anlassen. Ja. Aber ansonsten haben wir ein schönes, durchgestyltes und sehr fahrerorientiertes digitales Cockpit. Hubraum hier von dem Fahrzeug? Hubraum ist 4,6, das ist ein Vierzylinder. Besonderheit bei dem Cockpit jetzt ist, wir haben generell in Serie die Handbremse ins Cockpit integriert. Ja. Damit entfällt irgendwo der Handbremshebel, sondern geht immer elektronisch im Cockpit. Haben wir es in die Serie übernommen. Multifunktionslenkrad ist auch ja nicht unbedingt üblich bei LKWs, mittlerweile Standard bei vielen. Ja, ist Serie bei uns. Ne? Und natürlich optional auch in Leder. Fühlt sich sehr, sehr wertig an und macht auch wirklich Spaß mit dem Auto zu fahren. Er hat jetzt eine Automatik. Wie ist denn da die Abstimmung für ein Reisemobil? Ist das ordentlich? Also Der von den hat Gängen? Ein Sechsgang automatisiertes Schaltgetriebe, also eine Sechsgang-Automatik. Aber ist wirklich perfekt auf das Auto abgestimmt. Wir haben eine lange Hinterachse drin, also sprich bis 120 km/h offen. Das ist sehr harmonisch zusammen. Ja, ich habe nur gehört, also Iveco hatte mit dem Eurocargo ein bisschen Probleme, dass die Übersetzung nicht gepasst hat und so. Aber das ist MAN. Sagt auch, macht andere neidisch. Ich weiß nicht, ob du den Spruch schon mal gehört hast. MAN. Ja gut, MAN ist die Topklasse bei uns. Ne? Das ist wirklich High-End. Und dadurch, dass der MAN direkt bei MAN zum Reisemobilchassis umgebaut wird, haben wir auch die volle MAN-Gewährleistung, Garantie. Und das ist ein Chassis, das wirklich ausfallsicher, das wirklich bestmöglich präpariert ist für ein Wohnmobil. Und das ist bei uns wirklich das Beste, was man kaufen kann. Ist natürlich auch das teuerste, aber gute Ware kostet Geld. Gut, der Vorteil ist, ich kann es auflasten. Ich bin nicht am Ende direkt. Ich habe Zuladung. Grundrisse, habt ihr auch Basisgruppen hier? Also ist das möglich? Basisgruppe ist möglich, ja. Geht bei fast jedem Grundriss. Sehr schön. Ja, interessant ist auch das Hubbett. Es ist nicht so erdrückend, dadurch, dass ihr das weiß gemacht habt. Das ist eine Eigenkonstruktion, das Hubbett? Ja, ist eine Eigenkonstruktion. So, ihr habt einen richtigen Rollladen drauf. Auch der wirkt natürlich isolierend. Von unten nochmal so Privacy, dass man das hochziehen kann. Und das Original-Armaturenbrett. Weiterer Vorteil ist natürlich auch 2,45 Meter Aufbaubreite. Die 5 cm, die merkst du direkt. Also das ist Ja, wir haben 2,35 bei der Maxi-Klasse und 2,45 in der Top-Klasse. 2,50 bei den ganz großen, bei den TGM. Und die 10 cm machen im Wohnmobilbau natürlich Welten aus. Das ist so. toll. Also ich bin ganz begeistert. Das Ganze sieht hier. Gut, der Rest, was auch schön ist, ihr habt die Lautsprecher nach oben gesetzt, also nicht nur in den Türen, was natürlich der Spracherkenntlichkeit ganz gut dient. Und die Fenster, wie gehen die auf? Ist es manuell oder elektrisch? Wir gehen manuell. Einfach drücken. Drücken, fertig. Ganz Wir praktisch. müssen nicht das letzte extra auch noch elektrisch machen, Ja. weil Elektrik bedeutet auch immer die Möglichkeit, dass es kaputt geht. Deswegen lassen wir so die Basisfunktionen gerne auch manuell. Ja, ich sag mal, wenn es zu ist und kaputt geht, dann geht es ja noch. Schlimmer ist, wenn es auf ist. Ja, dann ist noch schlechter. So, ich schau mal gerade. Toll. Was denn? Was hast du gefunden? Das Bett. Für das Hier Bett. ist der Schalter. So, wir können vielleicht mal das Hubbett mal runterlassen, wenn du uns das bitte einmal kurz zeigst, wie das geht. Das davon ist beim Fahrer.
Hagerholz. Da vorne, siehst du? Ja, das ist ja sonst eigentlich etwas weiter zurück und da vorne habe ich es auch noch nicht gesehen. Also haargenau über Lenkrad und so. Du warst bei dem Dreh am Donnerstag nicht dabei. Da waren viele Hubbetten so und das Hubbett ist elektrisch, manuell? Elektrisch. Da ist die Sicherung gezogen. Ach so, wegen Messe. Wegen Messe, ja. Aber schauen wir mal. Gerne. Wenn ich die richtige Sicherung jetzt. Das ist die 12er, die ist aber gar nicht drin. Ne, kann ich jetzt. Schauen wir mal. Die 20er ist daneben. Schauen wir mal, ist die richtige? Das ist interessant. Ihr baut wahrscheinlich, habt ihr immer auf dem 12er schon seit Jahren immer die gleiche Sicherung, oder? Für das Hubbett. So dass man das blind. Tolles Hubbett. Und jetzt kann man das Hubbett noch hier Erweitern. 20 cm ausziehen und noch ein Stück Matratze einlegen. Das dabei natürlich. Ja, das ist dabei. So, wenn man es braucht. Das ist ja dann schön. Ja, heute viel gelernt über die Firma Phoenix. MAN ist natürlich das Novum, muss man schwer sagen. Wie ist die Nachfrage nach MAN? Nachfrage nach MAN ist sehr gut. Dadurch, dass eben der TGM jetzt neu ist seit einem Jahr, da sind wirklich die Verkaufszahlen beim MAN wieder schön in die Höhe gegangen. So, kommen wir kurz mit raus, dann zeigen wir das noch. Also hier ist natürlich klar, man hat ein Glasfach, das habt ihr hier gemacht. Oben ist das Bedienfeld, der Fernseher ist an der Stelle. Das ist jetzt bei dem Grundriss so. Andere Grundrisse bieten natürlich andere Positionen. Da müssen Sie nichts tun. Einfach nur aufmachen. Genau. Wir können gerne nebenan das Auto mit der Barbesser noch uns anschauen. Ja, gerne. Können wir gleich mal reinschauen. Vielleicht machen wir einen ganz kurzen Cut bei dem hier. Dann zeige ich den gerade mal. Das ist jetzt der Phoenix Topliner 8900 BM MB. MB steht für Mittelbett, oder? Genau, Mittelbett, ja, korrekt. So, wie es hier steht, 416.658 €. Wie lange wartet man auf einen? Circa ein Jahr. Ein Jahr. Und das ist der MAN TGL 8.220 mit 4, wie viel Liter? 4,6. 4,6 Liter. Ja, vielen Dank fürs Einschalten am Stand von Phoenix. Das Jahr 2021, da steht er auf MAN TGL. Tschüss.